Sehr geehrte Damen und Herren, es vergeht kaum ein Tag, an welchem nicht über das Waldsterben geredet oder geschrieben wird. Die Ursachen, die vorgetragen werden, können nicht die wahren Gründe allein sein. Man muss sich vor Ort fragen, warum hier der Baum stirbt und anderswo nicht, trotz gleicher Bedingungen. Dabei treten viele Widersprüche auf. Viele Versuchsreihen wurden gestartet, jedoch blieb der Beweis über das Waldsterben aus. Testreihen dieser Art können nur unter realistischen Bedingungen in der Natur mit Erfolg durchgeführt werden. Bei den Versuchen hat man sehr wahrscheinlich bewusst den Einfluss elektromagnetischer Wellen außer Betracht gelassen, um den schwarzen Peter anderen zuschieben zu können. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die technischen Mikrowellen uferlose Ausmaße erreicht. Ein Ende ist keinesfalls abzusehen. Im Gegenteil, jetzt sollen sogar noch Autotelefone für jedermann eingeführt werden. Diese Grafik zeigt mögliche Ursachen des Waldsterbens. Von allen den hier angeführten möglichen Ursachen ist lediglich der Elektrosmog in den letzten Jahren hinzugekommen. Autoabgase sind es keinesfalls. Dort, wo die wenigsten Autos fahren, ist der Wald am stärksten geschädigt. Den sauren Regen als Element gibt es nicht. Er kommt unter Einwirkung von Elektrizität zustande. Trockenheit scheidet ebenfalls aus, da auch in feuchten Niederungen der Wald stirbt. Streusalz führt zu Baumschäden, wenn die Wurzeln mit der Salzlösung in Berührung kommen. Dort, wo der Wald stirbt, ist kein Gramm Salz eingebracht worden. Ebenso wenig sind Kraftwerke verantwortlich, wie Versuche mit Dr. Koch im Bayerischen Wald gezeigt haben. Es war kein Unterschied zwischen Bäumen in reiner Luft und den begasten Bäumen. Außerdem sind in Reinluftgebieten wie in der Schweiz, dem Schwarzwald und in den Alpen die Waldschäden am größten. Die folgenden Bilder zeigen die Einwirkung von Autoabgasen an Straßen. Eine Fichtengruppe an der sehr stark befahrenen B22. Es sind keinerlei Schäden zu erkennen. Die gleiche Situation im Kreuzungsbereich. Außerdem sind diese Fichten vor Strahlen geschützt, da sie im Funkschatten stehen. Diese Sträucher an der vielbefahrenen Straße, welche genau in Auspuffhöhe stehen, sind in keiner Weise geschädigt. Ihr Zustand kann nicht besser sein. Hier sieht man den Grasbewuchs an Autobahnen. Auch hier deutlich zu erkennen, dass das Gras unmittelbar neben der Fahrbahn besser entwickelt und grüner ist als weiter abseits gelegenes. Diese Fichte stellt eine einzigartige Rundumantenne dar. Sie ist aufgrund der Nadelstruktur in der Lage, alle Frequenzen aufzunehmen. Je höher eine Antenne in die Luft ragt, desto besser die Empfangsbedingungen. Daher sind niedrigere Bäume weniger geschädigt, da sie weniger Sendeenergie aufnehmen. Die schematische Darstellung einer Antennenanlage. Die Nadeln und Blätter haben die gleiche Struktur unserer Hausantennen und somit auch die gleiche Funktion. Rechts die verschiedenen Blattstrukturen, die den Antennen gleichen. Eine Antenne ist ein in die Luft hineinragender, elektrisch aufladbarer Körper, der durch seine Speicherung der Luftelektrizität ein natürliches Spannungsfeld der Erdelektrizität gegenüber besitzt. Antenne ist auch jeder Baum, besonders wenn er einzeln steht oder über das Kronendach hinausragt. Jeder Grashalm, jedes in Blut oder Säften aufladbare Lebewesen. Jeder durch seinen aufrechten Gang
besonders für die Luftelektrizität empfängliche Mensch. Daher auch die traurige Tatsache: Es stirbt der Wald und es stirbt der Mensch. Eine bittere Realität. Wenn wir die Hausanlage mit der Fichte als Antenne vergleichen, so besteht volle Übereinstimmung. Die Sendeenergie wird von den Nadeln aufgenommen und fließt über den Stamm zur negativ polarisierten Erde. Hier kommt es dann im Wurzelbereich zum Kurzschluss, wo die feinen Saugwurzeln zerstört werden. Sie werden förmlich abgebrannt. Ein Vergleichsbild zwischen einer kranken und einer gesunden Wurzel. Beide Bäume, bei denen die Wurzelproben entnommen wurden, standen nebeneinander. Der pH-Wert betrug 7. Lediglich die kranke Fichte überragte die gesunde um ein Mehrfaches. Sie nahm die Energie auf. Bei der kranken Wurzel sind keinerlei Saugwurzeln vorhanden. Es kann keine Nahrungsaufnahme erfolgen. Der Baum muss sterben. Diese Grafik zeigt den Energiefluss des Baumes. Links der Energiefluss über die Wurzeln, wobei es beim Übergang in die Erde zu einer Art Kurzschluss kommt. Die Wurzeln werden zerstört, wie das vorangegangene Bild gezeigt hat. Rechts hingegen zeigt den Energiefluss unter Umgehung der Wurzeln durch Erdung. Die Energie fließt durch den Stamm, sie trifft auf Metall, den besseren Leiter, der die Energie direkt in die Erde ableitet, wo die Wurzeln nicht belastet werden. Ein kranker Baum wird auf diese Weise wieder gesund, insofern die Erde in ihrer Polarität nicht umgekippt ist, das heißt, die Erde muss minuspolig sein. Messungen an Bäumen. Mit einem Feinmessgerät lässt sich nachweisen, dass ein Baum Energie aufnimmt. Die Anode wird mit dem Baum verbunden, der Minuspol stellt die Verbindung mittels Erdspieß dar. Die Messwerte sind je nach Standort und Zustand des Baumes unterschiedlich. Widerstandsmessungen von Bäumen dienen, um festzustellen, inwieweit ein Baum erkrankt ist. Hat der Baum einen hohen Messwert in Ohm, so ist er krank. Er hat wenig Flüssigkeit und ist trocken. Hat der Baum hingegen einen niedrigen Wert, ist er gesund. Es kann sich kein Borkenkäfer ansiedeln. Sobald er einen Baum anbohrt, ist der Harzfluss so stark, dass er verklebt. Die folgenden Bilder wurden ohne jeden Antennenanschluss aufgenommen. Hier diente ein Farnkrautwedel als Antenne. In der linken oberen Ecke Teile des Farnkrautes sichtbar. Die Farbe könnte nicht besser sein. Hier stellt eine Erle die Antenne dar. Als Antenne wurde bei den nächsten beiden Bildern ein Fichtenzweig verwendet, der oben im Bild links zu sehen ist. Bei diesem Bild wurde ein Eichenzweig als Antenne verwendet. Alles ein unwiderlegbarer Nachweis, dass Bäume eine Antenne ergeben. Ein Vergleich zwischen einer Senderkarte und der Waldschadenskarte. Dort, wo die Senderdichte am größten ist, tritt auch das Waldsterben am stärksten auf. Hier ist die Senderdichte von Bayern dargestellt. Den Bayerischen Rundfunk kann man in Bayern 35 Mal empfangen. Wenn man den Elektrosmog sichtbar machen könnte, wäre nichts mehr zu erkennen.
Diese Grafik zeigt die Strahlenbelastung der Luft. Je öfter es zu Überschneidungen kommt, desto höher die Belastung. Dies ist besonders in Richtfunkstrecken der Fall. Die ohnehin hohe Rundumbelastung wirkt sich in Richtfunkstrecken sehr stark aus. Diese Grafik hier zeigt eine Richtfunkstrecke mit ihren Fresnelzonen. Bäume, die in diesem Bereich liegen, werden kurzerhand weggebrannt. Läuft eine Richtfunkstrecke wie hier über einen See, so kommt es zu Reflexionen. Dies lässt sich am Badesee in Trebgast erkennen. Hier sind schon mehrere Personen infolge eines Schwächeanfalls ertrunken. Ob ein Zusammenhang besteht, müsste abgeklärt werden. Ein Funkturm eines Unternehmens, daneben die kranken Bäume. Parallel zu dieser Straße führt eine Funkstrecke. Die im Bereich der Fresnelzone stehenden Bäume sind krank. Die außerhalb stehenden, hier rechts im Bild, haben volle Belaubung. In Verlängerung der Straße der Sendeturm Ochsenberg. Der Turm wurde 1988 erhöht und damit auch die Fresnelzone. Bäume, die in dieser Zone stehen, könnten wieder genesen. Ein kranker Föhrenwald, deutlich die Fresnelzone erkennbar. An der tiefsten Stelle eine Lücke im Gebüsch. Eine Fichtengruppe in einem Hausgarten. Die 3 Fichten stehen hinter dem Haus und sind im Funkschatten, während die tote Fichte außerhalb steht. Das Gleiche trifft bei diesen Fichten zu. Sie sind gleich alt und wie man sieht, ist die linke im Wuchs kleiner. Außerdem hängen die Äste nach unten. Die rechte Fichte ist größer, die Äste zeigen nach oben. Fichten im Fichtelgebirge, unterhalb des Ochsenkopfes, am Grassemann. Die hohen, in den Funkbereich hineinragenden Bäume sind krank. Wenn man von der sauren Regentheorie spricht, muss man sich fragen, ob es denn nur auf die höheren Bäume regnet. Etwas Dümmeres kann man sich nicht einfallen lassen. Diese Fichte steht in einer Richtfunkstrecke und diente bis zur Zwieselung als Weihnachtsbaum. Wenn lebende Bäume als Weihnachtsbaum mit elektrischer Beleuchtung versehen werden und diese Beleuchtung längere Zeit brennt, dann gehen die Bäume ein. Die nachfolgenden Bilder zeigen kranke Bäume in ausgesprochenen Reinluftgebieten. Schwarzwald und Italien. Eine Richtfunkkarte vom nördlichen Oberfranken. Alle Bilder sind in Richtfunkstrecken aufgenommen. Hier die Strecke Tannfeld-Kulmbach bei Velkendorf. Hier die Strecke bei Wulmersreuth rechts der Straße. Bei Wilmersreuth links der Straße wurde diese deutliche Schneise sichtbar. Auch diese Birkenreihe wurde eingestutzt, deutlich die Breite der Strecke erkennbar. Die folgenden Bilder zeigen den Verlauf des Waldsterbens in der Richtfunkstrecke Großer Waldsteinhof. Das Waldstück
befindet sich nördlich von Seulbitz. Dieses Bild wurde ein Jahr später aufgenommen. Dieses Bild wieder ein Jahr später. Und wieder ein Jahr später aufgenommen. Kein Wunder, wenn die Waldschäden abnehmen, da die abgeholzten Flächen, wie hier ein Jahr später, nicht mehr in der Statistik erfasst werden. Ein Selbstbetrug sondergleichen. Weitere typische Richtfunkschneisen Waldsteinhof. Auch hier, wenn das Reststück verschwunden ist, kann ein Nachweis über Richtfunkstrecken kaum mehr erbracht werden. Ein weiteres Waldstück im Verlauf der Jahre 1988 bis 1989. Das erste Bild zeigt die Richtfunkstrecke durch den Wald. Die gleiche Funkschneise im Hintergrund, die Verlängerung der Strecke erkennbar. Das linke Waldstück ist jetzt gefallen. Im Hintergrund ebenfalls einwandfrei die Verlängerung der Strecke erkennbar. Eine weitere Richtfunkstrecke Waldsteinhof. Auch hier die Fortsetzung der Strecke erkennbar. Das Bild 1987, ein zweites Bild 1988. Hier überquert die Richtfunk-Doppelstrecke vom Waldstein nach Tannfeld und nach Bamberg die Straße Gefrees-Weißenstadt. Die mittleren Ahornbäume sind bereits tot, während der rechte sowie der linke im Wuchs wesentlich kleiner und bereits braun sind. Nach einem Jahr wurden diese toten Bäume entfernt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die angrenzenden Bäume fallen. Im Hintergrund die Sendestation. Hier sehen Sie zwei Bilder von der Strecke Obernsees-Bayreuth. Hier sehen Sie zwei Vergleichsbilder, die im Abstand von 3 Monaten gemacht wurden. Es handelt sich um die Strecke Ochsenkopf-Tannfeld. Diese Richtfunkstrecke führt unmittelbar über Ortschaften hinweg. Rechts wie links sind die belaubten Bäume leicht braun gefärbt, während sie in der Mitte schon kahl sind. Am Ochsenkopf eine Gasse im Vordergrund mit der dahinterliegenden Prallfläche. Oben links im Bild die Prallfläche der zweiten Strecke nach Bamberg. Dies ist der Rest eines Waldstücks nördlich von Bad Wörishofen. Versuche mit dem Faradayschen Käfig. Nach langen, fast vergeblichen Versuchen, ein geeignetes Objekt zu finden, wurde ich 1983 fündig. Nachdem ich den Besitzer für meine Versuche gewinnen konnte, habe ich im Sommer 1984 begonnen, einen Käfig um 4 kranke Fichten zu errichten.
Der Käfig war oben offen und an 2 Stellen geerdet. Anfangs war ich der Meinung, elektromagnetische Wellen abhalten zu können. Dies war aber nicht der Fall, denn man konnte nach wie vor Radio empfangen. Es stellte sich heraus, dass damit eine Depolarisierung stattgefunden hat. In und um den Käfig entstand ein negativ polarisiertes Feld. Zum Bildvergleich konnte ich leider nur ein Bild retten, da der Foto infolge eines Federbruches ausfiel. Das erste Bild zeigt die kranke Fichte, zum Teil abgenadelt. Die Fichte im Käfig, deutlich die Nestbildung in der Krone erkennbar. Nach 6 Wochen stellte sich das Ergebnis ein. Es wurden keinerlei Veränderungen oder Düngung vorgenommen. Ein Jahr später oberhalb des Nestes, der normale Austrieb. Oberhalb des Nestes die 2 neuen Kränze ohne Nestbildung. Hier wird die Entwicklung der Fichte innerhalb von 2 Jahren aufgezeigt. Nachdem die Fichten über den Käfig hinauswuchsen, wurde der Käfig entfernt. Seit 1987 stehen sie wieder ungeschützt. Die Nadeln werden wieder dünner und blasser. Die Spitzen weisen wieder Anormalitäten auf. Zweiter Versuch mit einem Faradayschen Käfig. Die nächsten Bilder haben die gleiche Versuchsanordnung wie die von 1984. Am 17. April 1985 wurde diese hoffnungsvolle Fichte mit Maschendraht 15-17 mm umzäunt. Das Ergebnis war genau wie beim ersten Versuch. Mit Hilfe eines Baumgenerators wird der Baum umgepolt. Am vorher kranken Baum schlägt der Pendel ab. Nach dem Einschlagen des Generators läuft der Pendel tangential. Man sieht hier einen Baum mit Baumgenerator. Die rechte Fichte ist mit einem Generator versehen. An der Trieblänge ist der Unterschied erkennbar. Dieser Baum ohne Generator. Im nächsten Bild sieht man denselben Baum mit Generator. Wir kommen zum 4. Versuch, eine kranke, abgenadelte Fichte. Sie wurde am 27. April 86 mit einem Generator versehen. Nach 6 Wochen waren die Nadeln wieder ergrünt. Nach 26 Monaten, am 14. Juni 88, war die Fichte nicht wieder zu erkennen. Wir kommen zum 5. Versuch. Erst mit dem 4. Versuch identisch. Aus allen diesen Versuchen geht eindeutig und unwiderlegbar hervor, dass es sich bei den Ursachen um eine elektrische Variante handelt. Bei allen Versuchen wurde kein Faktor, der das Ergebnis beeinflussen könnte, eingebracht.
Wir kommen zum 6. Versuch, die Erdung von Bäumen. Die Erdung von Bäumen hat den Zweck, die Energie, die der Baum aufnimmt, nicht über die Wurzeln fließen zu lassen. Durch diese Maßnahme wird die Energie vor den Wurzeln abgefangen und zur Erde geleitet. Dadurch bleiben die Wurzeln verschont, sie brennen nicht ab. Hier die Erdung eines Baumes. Das nächste Bild zeigt einen geerdeten Apfelbaum. Diese Birkengruppe vor der Erdung 1986. Die gleiche Birkengruppe zur selben Jahreszeit 1987. Der 7. Versuch zeigt einen Ahornbaum. Er steht in der Richtfunkstrecke Bayreuth-Ochsenkopf. Dieses Bild wurde im August 85 aufgenommen. August 1986. August 1987. August 1988. (1989) wurde dieser Baum geerdet. Er erholte sich, wie man sieht. Bei einer Kontrolle hat jedoch jemand die Erdung entfernt. Der Baum hat sich wieder verschlechtert und gleicht dem am Anfang. Dieser Versuch ist noch nicht abgeschlossen. Diese Napoleonseiche ist Eigentum der Stadt Bayreuth. Sie steht in der Richtfunkstrecke Bayreuth-Spieß. Sie wurde wiederholt eingestutzt. Trotzdem war nur der untere Teil belaubt. Nach bürokratischer Manier konnte ich den Baum im Herbst 1988 erden. Das Ergebnis war eindeutig. Zuerst das Archivbild 1988. Im Herbst dieses Jahres wurde die Eiche geerdet. Nach der Erdung erkennt man die Napoleonseiche am 31. Mai 1989 nicht wieder.